Es geht weiter mit dem Ausmalbuch von May & Berry. Es gibt schon 2 weitere Teile, eins zum Thema Lavieren und eins zum Thema Lasieren. Beide befinden sich in der Videobeschreibung als Link. Diese Seite hat mir persönlich ganz besonders viel Spaß gemacht. Denn mit Details sieht einfach alles noch so viel cooler aus. Außerdem hatte ich die Chance, Farben zusammenzumischen, die nicht in meinem Farbkasten sind. Der Anfang war allerdings sehr holprig. Diese Seite hat Farbe und Wasser noch viel schlechter aufgenommen und ich weiß einfach nicht warum. Ich hatte mir dann versucht zu helfen, indem ich erst Wasser auf das Papier mache, aber alles in allem war die Grundierung diesmal wirklich sehr mühselig. Auf meine gemischte Holzfarbe bin ich übrigens richtig stolz. Das war eine echte Herausforderung. Ich finde, indem ich die Farben selber mische, statt sie fertig zu kaufen, bekomme ich ein viel besseres Gefühl für Farbe. Bei den Hagebutten wusste ich nicht so recht, was ich mit denen machen soll, weil irgendwie sind die auch viel zu klein für schöne Details, finde ich. Aber unausgemalt lassen kommt gar nicht in Frage. Für die Blumen nehme ich mein Rosa, was schon fertig gemischt war. Und wie lange wird es wohl dauern, bis ich es schaffe, Wasser zu kontrollieren? Wenigstens konnte ich es diesmal auf alle Blütenblätter aufteilen. Und ich werde es wohl nie lassen, zu viel Farbe bei der Nasse-Nass-Technik zu verwenden, denn so sieht man am Ende absolut keinen Unterschied. Und weil rosa meine Lieblingsfarbe ist, male ich noch rosa Griffe ans Werkzeug. Vielleicht auch, weil ich an dieser Stelle immer besonders einfallslos bin, wenn ich keine Vorlage habe. Mit den Schatten auf den Blütenblättern war ich noch nicht so hundertprozentig zufrieden, also kommt noch ein bisschen mehr Farbe rauf. Die Gießkanne ist das nächste kleine Highlight. Auf diese Farbe bin ich besonders stolz. Sie hätte noch einen Tick mehr Wasser vertragen können, damit sie ein bisschen heller wird, aber ich finde das völlig in Ordnung so. Dieselbe Farbe benutze ich auch für die anderen Werkzeuge, denn so habe ich mehr Fläche, falls ich die Technik nachher verhaue. Es stand zwar nichts davon in der Anleitung, dass die Gießkanne einen Schatten bekommt, aber ich persönlich finde Lasieren richtig toll. Zeit für das Gelb der Blumen, denn das Rosa sollte langsam trocken sein. Und wie du sehen kannst, war es noch nicht hundertprozentig trocken. Aber die kleine Ecke kann ich verschmerzen. Ein bisschen Wasser nehme ich am Ende noch runter, weil ich gerne ein helleres Gelb haben möchte. Bei der Überlegung, was ich mit dem zweiten Teil der Werkzeuggriffe mache, fand ich es sehr gut, wenn diese einen Holzgriff bekommen, denn so habe ich auch dort noch ein bisschen mehr Fläche zum Üben. Und ich bin so froh, dass ich Wasser am Ende wieder runternehmen kann. Bei dem Grün habe ich jetzt nicht extra spannendes neues Grün angemischt. Das schöne Gelbgrün aus dem letzten Video hat ein bisschen mehr Gelb bekommen, denn das ist jetzt das Gelb von den Blättern. Bei den Hagebutten habe ich mich an einer gepunkteten Struktur versucht. Was anderes ist mir ehrlich gesagt nicht eingefallen. Aber sie gefallen mir so tatsächlich besser. Details machen einfach echt was aus. Die eigentlichen Techniken kommen allerdings erst jetzt zum Einsatz, wo alle Farben zu 100% getrocknet sind. Angefangen habe ich mit der letzten Technik. Das habe ich vor allem deswegen gemacht, weil ich sie erstens schon kann und zweitens Angst vor der Gießkanne habe. Die letzte Technik ist super simpel. Du nimmst Farbe, nimmst dir einen kleinen Pinsel oder die Spitze eines großen Pinsels und malst einfach Linien auf die Oberfläche. Und hier finde ich, sieht es super klasse aus, wenn ich mit der Farbe auch noch Schatten auf die Stängel male.
Und dasselbe mache ich an den unteren Blättern nun nochmal. Und wie du siehst, arbeite ich mich von unten nach oben mit den Techniken. Die Holzmaserung ist im Prinzip dasselbe wie eben, Linien auf Grundfarbe. Der einzige Unterschied ist, dass ich hier vorher Astlöcher einzeichne und die Linien ein wenig außenrum male. Ehrlich gesagt hatte ich mir das komplizierter vorgestellt. Es hat nicht mal lange gedauert. Zuerst male ich allerdings noch das Dach und den Boden etwas dunkler. Außerdem braucht das Vogelhäuschen ein wenig Struktur für die Bretter. Die Linien für die Bretter male ich nicht hundertprozentig gerade, denn ich finde, dadurch erzeugt es einen etwas natürlicheren Look. Und wäre ich richtig perfekt gewesen an dieser Stelle, hätte ich zwischen die einzelnen Bretter noch ein paar kleine Freiräume gemalt. Weiter geht's mit Astlöchern und Holzmaserung. Es war zwar nicht beabsichtigt, aber dadurch, dass die Maserung mal hell und mal dunkel ist, finde ich, wirkt das Ganze noch etwas lebendiger. Keine Ahnung wieso, aber mich persönlich macht das Malen von Details einfach irgendwie glücklich. Ich finde, das ist der Teil, der einfach am meisten Spaß macht an einem Bild, weil man damit seiner Kreativität einfach komplett freien Lauf lassen kann. Und am Ende darf natürlich das Loch in der Mitte nicht fehlen. Und weil die Holzmaserung so viel Spaß gemacht hat, bekommen die Werkzeuge auch eine. Die kleinen Blumen bekommen ein paar letzte Details. Als nächstes die vorletzte Technik. Punkte malen geht natürlich sehr leicht. Du nimmst dir einen kleinen Pinsel oder die Spitze eines großen Pinsels, ein bisschen Farbe und tupfst halt einfach aufs Papier. Punkte sind für mich mit allen Medien meine Lieblingstechnik, um Details zu machen. Ich glaube, so ziemlich alle meine Bilder bekommen am Ende irgendwo noch Punkte. Und als letztes kommt die Technik, die ich bisher noch niemals irgendwo benutzt habe. Und weil ich aus den letzten Übungen noch weiß, wie schwer es wirklich sein kann, Wasser zu kontrollieren und die richtige Wassermenge zu benutzen, hatte ich bis zum Schluss ein bisschen Angst vor der Übung. Aber nun heißt es, Augen zu und durch. Die Farbe nehme ich mit dem Pinsel auf und tupfe den Pinsel danach leicht am Papier ab. Dabei muss natürlich Farbe auf dem Pinsel bleiben, aber die muss so trocken sein, dass Schlieren entstehen. Und es hat tatsächlich funktioniert. Ich bin super stolz auf mich. Um die Technik etwas zu festigen, bekommen die Werkzeuge auch noch ein paar Schlieren. Außerdem bin ich immer noch komplett perplex, dass ich das auf Anhieb geschafft habe. Am Ende ist mir dann aufgefallen, dass die Blütenblätter auch noch ein paar Linien als Details haben. Das musste ich dringend noch nachholen. Und das ist am Ende daraus geworden. Ich bin wirklich stolz auf meine Arbeit. Vor allem habe ich dieses Mal so viel weniger Fehler gemacht als auf den letzten 2 Seiten. Du siehst also, je mehr du übst, desto besser wirst du. Klar, wir wissen alle, dass es so ist. Aber ganz ehrlich, irgendwie verdrängen wir doch immer wieder diesen Gedanken, oder? Ich hoffe, dir hat diese kleine Aquarell-Trilogie gefallen und du konntest etwas lernen. Sag mir gerne, welches der Themen du am spannendsten fandest. Im ersten Teil hatte ich ja schon gezeigt, dass die nächsten Seiten voller wunderschöner Gartenmotive zum Ausmalen sind. Es gibt jeweils eine Anleitung dazu und ich denke, ich werde alle paar Wochen mir ein Motiv aussuchen und das in einem Video malen. Wenn dich das interessiert, dann abonniere auf jeden Fall den Kanal, um das nicht zu verpassen. Lass auf jeden Fall ein Like da, um mich und diesen Kanal zu unterstützen. Und nicht vergessen, Übung ist alles. No paint, no gain.